Ach ja, China. Herzlich willkommen zur Selbsthilfegruppe. Ich bin frustriert in China, weil meine europäischen Apps nicht funktionieren. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. So, das ist also auf jeden Fall unsere Strecke. Wir fahren jetzt hier von Guangzhou nach Shenzhen. Hier, guckt euch das mal an. 123 Kilometer, 97 Minuten. Und wie gesagt, kostet 30 Euro hier. Das ist günstiger als mit dem Zug vermutlich und natürlich auch komfortabler. Und wir fahren jetzt hier einmal die ganze Strecke runter und dann... Allerdings hat er gesagt, der Zug dauert nur 30 Minuten. Ah, okay. Aber nur von Bahnhof zu Bahnhof, ne? Der Zug ist Schnellzug, aber dadurch, dass ich natürlich auch immer noch keine richtig gute reisefähige Tasche habe, bin ich euch sehr dankbar, dass die jetzt nicht so schleppen muss. Also, los geht's. 5 bis 45. Vielleicht hast du es dir auch gemerkt, okay? Weil, guck mal. So, wir sind da. Shenzhen. Da sind wir also, mitten in einer Stadt, die sich so anfühlt, als hätte sich jemand aus Versehen auf die Fernbedienung gesetzt und die Vorspultaste gedrückt und dann vergessen, die wieder auszuschalten. Hier bleibt nichts, wie es ist. Kaum hat man sich die Schuhe zugebunden, gibt es irgendwo schon wieder eine neue Skyline. Und ein Viertel, das gestern noch da war, existiert plötzlich nur noch auf alten Stadtplänen. Dabei ist es absolut absurd, sich vorzustellen, dass hier noch vor 40 Jahren Fischer mit ihren Netzen romantiert haben. Heute hantieren die hier mit Milliarden. 1980 zur Sonderwirtschaftszone erklärt, ist Shenzhen nicht gewachsen, sondern explodiert. Von 30.000 auf 18 Millionen Menschen in Rekordzeit. Und was ist das für eine Stadt geworden? Wolkenkratzer extrem hoch. Das Ping An Finanzcenter 599 Meter. Nicht 600 Meter, weil Perfektion ist ja auch eine Frage des Understatements, oder? Drumherum LED-Bildschirme, die so groß sind wie Fußballfelder. Technologieparks, in denen Startups aus dem Boden schießen wie Unkraut. Nur mit mehr Investoren und weniger Bescheidenheit. Und während Hamburg noch am Überlegen ist, ob Fahrradstraßen wirklich eine sinnvolle Idee sind, testet Shenzhen schon fahrerlose Busse, Gesichtserkennung in Supermärkten und Drohnen, die schneller Pakete ausliefern, als man die überhaupt bestellen kann. Aber zwischen all der Hochgeschwindigkeitszukunft gibt es sie noch, die kleinen langsamen Momente, die alten Männer, die in den Parks Tai Chi Übungen machen, als hätten sie alle Zeit der Welt. Und doch sind wir genau und deshalb hier. Nicht nur, um uns die Zukunft anzuschauen, sondern um ein Stück Vergangenheit wiederzufinden. Susis alte Freunde, die hier leben, haben sich vielleicht verändert. Aber manche Dinge, die bleiben doch. Und vielleicht ist es das Geheimnis des Reisens. Nicht neue Orte zu entdecken, sondern alte Verbindungen an neuen Orten zu erleben. Morgen geht es weiter, aber heute lassen wir uns treiben zwischen gläsernen Riesen, die in den Himmel wachsen, und kleinen Teestuben, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Zwischen Hightech-Welten, in denen Gesichtserkennung das Portemonnaie ersetzt, und alten Männern in Parks, die mit langsamen Tai-Chi-Bewegungen den Tag begrüßen. Shenzhen ist ein Tanz aus Kontrasten, rasende Geschwindigkeit und plötzlicher Stillstand, lautes Neonflackern und stille Bambusgärten. Konsum in seiner höchsten Form, wo man alles kaufen kann, von der neuesten KI-gesteuerten Drohne bis hin zu einem gefälschten Gucci-Gürtel für 3 Euro. Und doch gibt es Orte, an denen nichts verkauft wird. Außer Geschichten, die man so nur versteht, wenn man sie auch wirklich gesehen hat. Shenzhen baut unaufhörlich an der Zukunft. Doch wer genau hinschaut, merkt, dass es auch Platz für alles andere gibt. Für Ruhe mitten im Chaos, für kleine Momente in der Stadt. Und manchmal ist es gerade die Vergangenheit, die man auf Reisen wiederfindet. Alte Freunde, die in einer neuen Stadt leben. Doch während Shenzhen sich rasant verändert, bleiben die Momente, die wir miteinander teilen, zeitlos. Am Ende ist es doch das Unterwegssein selbst, das uns wachsen lässt. Nicht nur, weil wir andere Kulturen sehen, sondern weil wir unsere eigene aus einer neuen Perspektive betrachten. So, 40. Jetzt geht's zu unserer Wohnung. Das wird großartig. Geil.
Geiler Ausblick, viel Platz. Herrlich. Na, lass mich so sagen, wir haben so eine typische chinesische Wohnung gemietet. Wie könnte das sein? 3 Schlafzimmer, gigantischer Ausblick, super bequeme Couch. Also wir sind auf jeden Fall in einem Wohnblock, wo 5000 andere Chinesen genauso wohnen. Wer wohl meine Nachbarn hier sind? Schatz, ich glaube, wir sind auf der falschen Etage. Nee, so sehen so die typischen Etagen in diesen Gebäuden aus. Aber lass dich nicht täuschen. Bisschen dunkel ist es hier schon. Hallo? 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 Oh. Noch weiter? Stopp, hier ist deine Unterkunft. Einmal fühlen wie ein Chinese. Hast du es dir so vorgestellt? Ich habe es mir überhaupt nicht so vorgestellt. Wir haben ja, erzähl mal ganz kurz, warum wir hier jetzt überhaupt in einer chinesischen Wohnung sind. Ja, also ursprünglich wollten wir ein Hotel mieten und dann hat mein Freund hier aus China, der Alex, gesagt, hey, also wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch in unserem Wohnkomplex wohnen. Da gibt es so Wohnungen, die kann man auch für kurzen Zeitraum mieten. Das ist der Preis und für eine Woche hat das ein Apartment nicht mal 300 € gekostet. Für 8 Nächte. Und wir haben gleich 2 gemietet und waren immer noch günstiger als Hotel. Und haben gesagt, ja, das wollen wir uns mal angucken, wie ihr hier wohnt. Hier sind wir. Genau, wir haben dadurch die großartige Möglichkeit, einmal zu erleben, wie es sich anfühlt als Chinese. Denn das hier ist eine klassische chinesische Wohnung hier genau in dieser Gegend. Denn hier in dieser Gegend will man gerne wohnen. Hier sind die großen Firmen draußen vor der Tür. Man hat kurze Wege. Hier ist DJI, hier sind mehrere Telekommunikationsläden. Und Wohnraum ist hier sehr begrenzt. Wir sind hier in einer Wohngebäudeanlage, wo allein hier in dieser kleinen Anlage 5000 Wohneinheiten sind. Wahnsinn. Und es sind nicht nur Wohneinheiten hier. Was haben wir hier noch? Wir haben hier in dieser Wohnanlage, und das ist so faszinierend, du kommst hier durch einen Eingang rein, du musst dich erstmal scannen lassen mit einem Scanner, damit dein Gesicht erkannt wird, damit der Security-Dienst auch weiß, dass du hier in dieses Gebäude gehörst. Dann hast du hier einen öffentlichen Bereich, wo du sitzen kannst, wo du mit deinem Laptop arbeiten kannst. Neben diesem öffentlichen Bereich gibt es nochmal eine Bibliothek. Stimmt, da gehst du dann in den Innenhof. Kannst nochmal ins gleiche Gebäude, unten in die Bibliothek. Du kannst im Innenhof Badminton spielen. Da gibt's so einen Imbiss, da kannst du dir was zu essen holen tagsüber. Genau, also für alle die nach einem anstrengenden Arbeitstag auch keine Lust mehr auf Kochen haben, wobei Kochen ist nochmal ein anderes Thema. Machen wir gleich. Du kannst aber auch in den Supermarkt gehen, der ja auch integriert ist. Der ist nur für die Bewohner dieses Gebäudekomplexes. Gibt es einen extra Supermarkt. Hier ist Tempo übrigens für den Arsch. Du kannst ins Fitnessstudio gehen, du kannst Katzen besuchen gehen. Auch verrückt, ne? Das heißt, für eine halbe Stunde einen Preis und gehst in so einen kleinen Raum und dann kannst du mit Katzen spielen, streicheln und dir vorstellen, wie es ist, ein Haustier zu haben. Fitnessstudio habe ich schon gesagt.
Du kannst draußen ein Picknick machen. Es gibt allein in diesem Gebäude hier einen öffentlichen Bereich und zwar unten im Erdgeschoss mit einem eigenen kleinen Kino, mit Sitzmöglichkeiten, Eine Bar. Genau, mit einer eigenen Bar, mit nochmal der Möglichkeit, Dinge zu shoppen, mit einem Kaffeeautomat, mit Bier in Kühlschränken, die man nochmal zusätzlich kaufen kann. Also das ist schon alles sehr, sehr komfortabel. Allerdings es kommt auch zu einem Preis und damit meine ich nicht den Mietpreis, weil der ist offensichtlich sehr, sehr günstig, sondern wir sprechen hier nicht von einem Studentenwohnheim. Das ist eine Wohnung für Erwachsene. Ja? Die haben studiert, die arbeiten jetzt. Der Freund von mir, der wohnt hier mit seiner Freundin in diesem Einzimmer-Apartment. ich habe sogar hier vom Fahrstuhl eine Familie gesehen und wir haben auf den Grundrissplan geguckt. Die Zimmer sind alle gleich groß. Die haben, also auch als Familie haben die nur diesen Platz hier und das war's. Ich habe keine Ahnung, was man dann hier so verdient. Also entweder verprassen die Chinesen das gleich wieder, weil die andauernd essen und trinken gehen, oder die Gehälter sind hier nicht so groß, dass du dir nicht mehr leisten kannst. Was, ja, kommt dir das ein bisschen bekannt vor? Großstädte in Deutschland? Ja, Das ist jetzt nichts, was wir nicht kennen. Aber ich finde das hier, das Format, Leute, so habe ich vor 20 Jahren als Student gewohnt. Als Student und meine Butze war größer. Ja, wobei Bo hat auch erzählt, also Alex hat auch erzählt, dass Fachkräfte ganz gerne auch ins Ausland gehen. Also Chinesen gehen gerne nach Amerika, gerne nach Europa, weil du halt einfach im Verhältnis mehr verdienst als hier. Du kannst dir dann dort mehr leisten als hier. Hier ist Wohnraum wirklich sehr, sehr teuer. Wahnsinn, da habe ich nicht erwartet. Und Im Verhältnis. meine Wohnung vor 16 Jahren in Shanghai war größer und hat umgerechnet 300 € gekostet pro Monat und ich habe sehr zentral in Shanghai gewohnt. Ich glaube, die Mieten sind hier explodiert in der Zeit. Das muss echt heftig sein. Ja, dann kommt mal mit, wir zeigen euch noch ein bisschen was. Student sein für immer. Ja? Oder? Theoretisch können wir hier fragen, ob wir von irgendjemandem mal eine Pfanne benutzen können. Ja, guck mal, wie nass das hier ist. Hat das geregnet? Ich weiß gar nicht. So, ne? Wenn man an China denkt, denkt man natürlich auch an Produkte, die aus China kommen. DJI, mit der ich ja unter anderem auch hier filme, kommt natürlich auch aus China. Und wir laufen hier neben dem Headquarter von DJI lang. DJI hat hier innerhalb von einem Jahr diesen Komplex hingebaut. Der ist riesig. Und unter anderem ist hier auch drumherum eine Parkanlage entstanden. Ja, die ist natürlich auch dem Gebäude angepasst. Sehr, sehr schicker Park, also wirklich sehr exklusiv hier mit Pflanzen, die hier normalerweise gar nicht so wachsen. Hier wurde auch schon wieder ein bisschen geklotzt, ne? Aber ich meine gut, DJI ist jetzt auch ein Unternehmen. Die haben in letzter Zeit auch gute Zahlen gehabt. Da kann man auch mal sich ein paar Paläste hier hinbauen und natürlich auch die entsprechende Grünanlage drumherum. Ja, und das ist auch immer wieder beeindruckend, ne? So ein Gebäude zu sehen, was hier so langsam wächst und wie das so alles funktioniert. Ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen. Hier vorne, ne, da seht ihr, glaube ich, immer so ein bisschen was blitzen, helles. Da sitzt einer mit einem Schweißgerät und schweißt da irgendwas aneinander. Das ist doch echt spektakulär, wie solche Gebäude hier entstehen. Und vor allen Dingen in diesen Dimensionen. Alter Schwede.
Ja, hier ist der Eingang von DJI. Wahnsinn, oder? Also, die haben sich hier schon ordentlich einen Palast hingestellt. Es schüchtert schon ein, wenn man hier so durch das Portal durchschreitet. Allein hier dieser Anfangsgang, deswegen habe ich kurz mal die Star Wars Melodie von Darth Vader gemacht. Also das ist schon wirklich beeindruckend hier, das Gebäude. Und auch dieses Gebäude daneben, ne? Man erahnt die Dimensionen gar nicht so richtig, aber schüchtert total ein, wenn man hier so hoch guckt und dann da die Arbeiter auf der Baustelle sieht. Ich habe auch Bo gefragt, wie das eigentlich jetzt so ist, ne? Hier mit den Bauarbeitern, ob die dann alle vom Land kommen und kein Geld verdienen. Aber er meint, das hat sich hier jetzt auch in China sehr, sehr gewandelt. Mittlerweile ist es so, dass hier auch so ein kleiner Fachkräftemangel herrscht. Und wenn du auf einer Baustelle halt Ahnung hast, also wenn du ein richtig guter Elektriker bist oder ein richtig guter Klempner bist, verdienst du hier mittlerweile auch schon echt gut Geld. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass sie halt die Leute vom Land ausgenutzt haben hier auf der Baustelle, sondern mittlerweile sind auch Bauarbeiterjobs hier gut bezahlt. Wir sind also in China gelandet. Nicht nur um rauszufinden, ob die Zukunft der Wohnmobile wirklich aus China kommt, sondern auch um Freunde zu besuchen. China ist nicht einfach nur groß, es ist gigantisch. Nicht nur in Quadratkilometern, sondern auch in Geschichte, in Tempo und im Wandel. Vor ein paar Jahrzehnten war hier vieles noch ganz anders. Und während wir uns noch fragen, wo die Zeit eigentlich geblieben ist, hat China längst die Zukunft bestellt. Und die wurde schon geliefert, und zwar gestern. Und für uns ist es ein Riesenglück. Nicht nur als Tourist hier durch die Gegend zu stapfen, sondern als Freunde. Bo öffnet uns nicht nur Tür zu seiner Wohnung, sondern auch zu seiner Welt. Denn mal ehrlich, die wirklich spannenden Geschichten, die hört man noch nicht auf geführten Stadtrundfahrten, sondern am Küchentisch. Bei einer dampfenden Schüssel mit irgendwas, von dem, was man noch nicht genau weiß, was es ist, aber was schon mal verdammt gut riecht. Und weil wir so viel zu erzählen haben, über alte Zeiten, neue Pläne und darüber, warum das Leben am besten schmeckt, wenn man es teilt, steht Bo für uns in der Küche und brutzelt sein Lieblingsessen für uns. Die Zutaten, ein bisschen Heimat, ein bisschen Fernweh und eine ordentliche Prise Gastfreundschaft. China kann man besichtigen, aber wirklich erleben, das geht eigentlich nur, wenn man Menschen kennt, die China ihr Zuhause nennen. Und genau deshalb sind wir hier. Nicht nur um die Sehenswürdigkeiten abzuhaken, sondern um zu verstehen, wie sich ein Land anfühlt, das immer in Bewegung ist. Mit allen Vor- und natürlich auch den Nachteilen. Mitten im Großstadtdschungel, zwischen all den Wolkenkratzern, dem Verkehr und den riesigen Bildschirmen, gibt's hier einen Ort, der fühlt sich einfach an wie eine andere Welt. Der Lihan Wanshan Park. Und das Krasse ist, sobald man da durch das große rote Tor tritt, da verändert sich alles. Vom Stadtlärm zur Stille, vom Beton zur Natur. Plötzlich wird's einfach ruhiger. Die Luft ist frischer, die Bäume spenden Schatten und die Menschen hier, die nehmen sich einfach Zeit. Da vorne spielt ein älterer Herr auf seinem Saxophon. Ein paar Meter weiter sitzt jemand mit seiner chinesischen Laute und zupft sanfte asiatische Melodien. Die Leute bleiben einfach stehen, hören zu und genießen den Moment. Am Wasser stehen Kinder mit Brotkrumen in der Hand und füttern Koi-Fische, während ein paar ältere Damen ihre Tanzrunden drehen. So langsam und fließend, dass man allein vom Zuschauen entspannter wird. Auf den Bänken sitzen Menschen, lesen, quatschen oder lassen einfach nur die Zeit vorbeiziehen. Und dann dieser Kontrast. Kleine gewundene Wege durch die Bambuswälder, plätschernde Teiche und wenn man den Hügel hochläuft, liegt einem die ganze Skyline von Shenzhen zu Füßen. Und ich muss stark an den Central Park von New York denken. Nur mit noch einem Schuss mehr Asien drin. Also es passt jetzt hier gerade gar nicht zum Thema, weil wir laufen ja hier durch diese Parkanlage. Aber es ist unfassbar, wie viel hier gebaut wird, wie viele Baustellen hier auf dem Weg zum Park auf der Strecke lagen, wie schnell hier neue Gebäude entstehen. Bo hat erzählt, dass hier teilweise Häuser in einem Vierteljahr hochgezogen werden. Ne? Also du
fährst in Urlaub, kommst wieder und plötzlich stehen da zig Hochhäuser um dich herum. Das ist unfassbar, was die für eine Geschwindigkeit haben. Apropos Geschwindigkeit. Das ist hier die Stadt der Elektrik, hätte ich fast gesagt. Also Elektronik, alles was man entwickeln möchte, Kommt eigentlich von hier. kommt eigentlich von hier, genau. Also alle, die irgendwas mit Elektronik machen wollen, die zieht es nach Shenzhen, weil hier auch diese ganzen Fabriken sitzen. Und Bo hat erzählt, wenn du hier vorhast, ein neues Produkt zu entwickeln, kannst du das hier innerhalb von einer Woche haben. Ja, Prototypen, Also alles. genau, inklusive. Prototypen werden hier innerhalb von einer Woche gebaut. Das heißt, Ja. du hast eine Idee, gehst mit der Zeichnung dahin und die bauen dir so ein Ding innerhalb von einer Woche. Leute, ey, die Geschwindigkeit ist unfassbar. Auf jeden Fall. Ja, nicht nur Häuser, nicht nur was hier alles so entsteht, was wächst. Also wahrscheinlich hier so ein Baum, ne? Der wächst hier wahrscheinlich auch mal eben so in 2, 3 Wochen. Oder? Ich glaub nicht. So, das ist der chinesische Druck, den du als Baum spürst. Ob das immer so gut ist, dass alles so schnell ist? Ich weiß nicht. Ja. Aber es Oder ist wir schon- hängen einfach ein bisschen hinterher. Aber es ist schon beeindruckend und faszinierend, muss man wirklich sagen. Also mich fasziniert das hier sehr. Das ist schon echt Wahnsinn. Und jetzt wahrscheinlich hier so ein bisschen wie Central Park, mitten in der Stadt. Ja. Ein riesengroßes Parkgelände mit exotischen, schönen und tollen Pflanzen. Ja, die Bäume sehen hier auch schon ganz anders aus. Ne? Die schmeißen hier immer gefühlt nochmal zusätzlich Wurzeln nach unten. Als wenn ein Stamm nicht reicht. Ne? Als wenn die hier immer nochmal so ganz viele zusätzliche Wurzeln nach unten schlagen müssen. Oh, da ist sogar Bambus hier. Guck mal. Richtig tief drin. Riesengroßer Bambus. Und Bambus ist ja echt faszinierend. Auch als Baumaterial sehr faszinierend. Weil Bambus am Tag bis zu 1 Meter wächst. Ganz verrückt. Und den jungen Bambus kann man essen und den älteren Bambus kann man zum Bauen nehmen und auch Holz mitmachen. Also Parkett und sowas zum Beispiel. Schon tolles Material. Aber hier, guck mal hier, das sieht doch aus, als wenn hier der Baum nochmal versucht, hier mit diesen ganzen kleinen Ästchen nochmal zusätzlich Wasser aus dem Boden rauszuziehen. Schon echt Dschungel hier. Und mitten im Dschungel plötzlich vor dir, wie eine Fata Morgana, eine Vending-Maschine. Wie viel das hier mit dem? Nee, er Ah. sagt, geht nicht. Kein Internet. Ich glaube, er hat ein Problem, weil, ich weiß nicht, mit heute läuft es nicht so gut. Schade. Und dann war der Aufstieg endlich geschafft. Und Junge, das hat sich echt gelohnt, ne? Von hier oben guckt man auf Shenzhen runter, eine Stadt mit über 17 Millionen Leuten. Also quasi Hamburg mal 10. Ja, plus ein bisschen extra Chaos. Und das Stadtbild, alter Schwede, das sieht aus, als hätten die hier einen exklusiven Deal mit der Zukunft abgeschlossen. Aber jetzt kommt mein eigentliches Highlight, die Toiletten. Ich musste nämlich unbedingt mal. Und hier oben gibt's öffentliche Toiletten und die sind blitzeblank. Also ehrlich, ich hatte mich schon auf so ein richtiges Abenteuer eingestellt. Türen und Schlösser, fragwürdige Gerüche, vielleicht so ein bisschen ein Trauma fürs Leben, aber nix da. Hier oben, da stehen die saubersten Klos, die ich je auf dem Berg gesehen habe. Und der Hintergrund ist, dass China ja irgendwann mal die Toilettenrevolution ausgerufen hat. Also Xi Jinping hat hier richtig Geld reingebuttert. Klingt erstmal komisch, aber wenn das bedeutet, dass die öffentlichen Klos jetzt so aussehen, ja dann mal herzlichen Glückwunsch. Da ist die Mission echt erfüllt.
Und ganz ehrlich, ich muss mich schon ganz schön schämen, wenn da Chinesen mal nach Deutschland zu Besuch kommen. Außerdem ist China sehr familienfreundlich. Guckt euch das mal an. Wir haben hier sogar Familienklos. Mit einem Pinkelbecken für Kinder. Also für Vater und Sohn. Und hier hinter ist dann nochmal das Klo. Nur noch 10% Akku. Was mache ich denn? Wie komme ich wieder zurück zum Hotel? Vielleicht sollte ich es aufladen. Ah, verdammt. Wenn es mal nicht läuft. Ja, man ist ohne Internet aufgeschmissen. Es läuft gar nichts. So, warum hast du kein Internet? Außer zu Fuß laufen. Ich habe mir jetzt gerade, wir sind jetzt hier gefühlt eine Stunde rumgelaufen, um ein freies WLAN zu finden, wo wir uns einhacken konnten. Haben wir auch gefunden. Das hat auch funktioniert. Dann habe ich mir eine neue Datenkarte gekauft. Weil du gedacht hast, dein Internet geht nicht, weil du vielleicht 2G schon noch. Genau. 2 Gigabyte schon aufgebraucht hast. Ja. Aber Systemerror. auch mit der neuen Karte geht es nicht. Und meins funktioniert auch nicht. Deswegen haben wir eher die Vermutung, dass irgendwas generell nicht funktioniert Ja, heute. entweder China hat jetzt mitbekommen, dass wir hier im Land sind. Alles abschalten. Und die schalten uns jetzt hier komplett stumm. Die Himmelblaus sind hier, mach dicht. Richtig, hör auf, ne? Hier. Also, schaut noch alle Videos, die wir noch online haben. Wer weiß, was in der Zukunft passiert, genau. Ja, vielleicht war es das dann auch. Susi lacht noch, aber eigentlich ist ihr gar nicht zu lachen zumute, denn wir haben auch ein bisschen Hunger. Das ist der Galgenhumor. Ja. Außerdem kenne ich das schon von vor 16 Jahren. Das ist eigentlich so ein, ich will nicht sagen Dauerzustand, aber irgendeinen Frust hatte ich immer in China. Irgendwas hat immer nicht funktioniert. China ist total smart, ne? Du kannst halt alles mit dem Smartphone machen, du kannst halt alles. Du kannst irgendwie übersetzen, Route suchen, bezahlen. Und jetzt ist halt das Problem, wenn du kein Internet hast, kannst du genau das alles nicht. Du kannst nicht bezahlen, du kannst nicht mit den Leuten sprechen, du kannst keine Getränke am Automaten kaufen. Genau, du kannst nichts bezahlen, habe ich schon gerade gesagt, ne? Du kannst nicht gucken, wo du hin musst. Wir sind verloren. Aber wir können uns jetzt hier in den schönen Park hinter uns setzen. Genau, und die Mütze vor uns hinlegen, weil Bargeld haben wir auch nicht mehr. Und Marco tanzt jetzt ein bisschen. Genau, so eine Scheiße. Ja, dann, wie geht's jetzt weiter? Das Einzige ist, also Susi hatte jetzt nochmal die Idee, vielleicht klappt das, mit der U-Bahn fahren. Zur U-Bahn zu gehen, weil wir wissen nämlich theoretisch ungefähr, wo wir hinwollen. Und ein bisschen Bargeld hätten wir auch noch. Naja, also nicht viel, aber für ein Ticket reicht es. Für ein Ticket würde es reichen, genau. Und dann kommen wir wollen zu einer großen Shopping Mall, weil unsere Vermutung ist, dass es in der Shopping Mall auch WLAN gibt. Außerdem haben wir total Hunger und wollen was essen. Und brauchen eine Lösung. Die Stimmung kippt hier gleich. Ja, also los, auf zur U-Bahn. Aber was zumindest verrückt ist, Strom wird uns nicht ausgehen, denn hier die ganzen Tische und so, überall Solarflächen drin. Also man kann hier überall an allen Ecken und Enden sein Telefon laden. Aber trotzdem, ohne Internet ist Kacke. Ja, wir sind ein bisschen drauf reingefallen, denn hier steht U-Station. Also dachten wir, wir sind mal ein bisschen schlau, das ist doch die U-Bahn hier. Ist aber gar nicht. Also ich sag irgendwie in die Richtung. Und wo die U-Bahn ist, wissen wir jetzt gar nicht so genau. Das ist das Problem halt, wenn man kein Internet hat. Verdammt. Und wir sind hier auf einem sehr, sehr großen Platz. Das ist eine Mall, da sind so ein paar Restaurants und sowas drin. Da sind wir eben gerade schon gewesen und haben uns das Internet geholt. Da ist die Bücherei. Konzerthalle, Bücherei. Ich glaube, das ist das höchste Gebäude hier von Shenzhen. Okay. Glaube ich aber. Bin mir nicht sicher. Und ja, sie bringt uns jetzt sogar. Guck mal, wir werden jetzt sogar gebracht, weil wir
nicht genau wissen, wo das ist. Das ist ja nett. Sie hat jetzt gerade ihr Handy zum Übersetzen genommen. Ja, es ist halt irgendwie echt, also hier spricht halt keiner Englisch. Man kann Glück haben. Ich habe neulich im Café verzweifelt versucht, 2 Kaffee mit Alternativmilch zu bestellen. Das war nicht so einfach. Und dann kam von hinten eine junge Dame mit so einem schwäbischen Akzent rein und ich dachte, was ist das denn jetzt hier? Habe mich umgedreht und dann war das auch eine Chinesin, aber die hatte sehr lange in der Gegend von Stuttgart gewohnt. War ganz lustig. Aber das ist halt Glück, ne? Und jetzt, heute haben wir halt leider kein Glück hier. Ist ja auch nicht. Das ist mit diesem Internet, ist richtig, es ist so scheiße. Das regt mich echt auf. Ich habe jetzt 2 Karten gekauft und die gehen alle nicht. Also so eine eSIM. Ja. Und hier Shopping Mall. Ich dachte, das wollte sie uns zeigen. Aber die läuft immer noch hier mit uns lang. Ne? Die zeigt uns echt den Weg hier. Telefonladen. Okay, sonst hätten wir hier auch mal in diesen China Telekom Laden gehen können. Vielleicht kann man sich hier auch einfach so eine richtig feste SIM kaufen. Aber das hat hier auch schon geklappt mit der eSIM. Bis gestern hatten wir hier super Internet. Und heute halt nicht mehr. Aber wie gesagt, das kann auch nicht daran liegen, dass wir jetzt Datenvolumen verbraucht haben, weil ich habe gerade eine niegelnagelneue Frische gekauft und es klappt trotzdem nicht. Okay, das ist doch nicht so einfach. Sie geht immer noch hier mit uns. Also der dezente Hinweis mit der U-Station stimmte nicht ganz. Muss man ganz schön weit laufen hier. Ja, aber der Platz hier ist schon spektakulär. Den haben wir auch von oben gesehen. Mit diesem Museum da vor uns. Und vor allen Dingen hier auf dem Platz, ne, haben früher die Leute händisch halt sauber gemacht. Jetzt mittlerweile fahren hier Roboter lang. Die machen hier alles sauber. Und du siehst es auch, ne? Es ist alles so sauber hier. Hier liegen nicht mal Blätter rum. Das ist alles richtig, richtig, richtig toll und sauber. Ja, okay. Jetzt, das war mal ein kleiner Service, ne? Sie hat uns bis zur U-Bahn gebracht. Die sind auch Volunteers. Also sie hat hinten auf dem T-Shirt stehen, ja. Dass sie uns hier, ja, dass sie helfen. Ah, okay. Ja, okay. Nicht nur helfen, sondern sie sagt, haut jetzt endlich ab. Geht jetzt endlich in diese U-Bahn rein, Mensch. Ja, jetzt ist so nochmal eine richtige Okay. Shopping-Irgendwas-Station. Und wo ist dieser Children's Palace? Das ist die Station. Ja, ich dachte, also bei uns heißt ja auch Schlossallee und Parkstraße. Parkstraße, weil da ein Park ist und Schlossallee, weil da ein Schloss ist, oder? Naja. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen und ob wir da überhaupt wen zahlen können, ne? Müssen wir nochmal umsteigen da? Nein, ich glaube nicht. Sie hat gesagt, einfach nur zur... Okay. Eigentlich hat sie gesagt, wir könnten auch zu Fuß laufen, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Hier wird auf jeden Fall eine Menge gequatscht. Oh, sogar in Englisch, ne? Okay, und wie gesagt, ich bin begeistert. Überall öffentliche Klos. Man hat überall die Möglichkeit, hier auf die Toilette zu gehen. Das ist halt, da muss sich Deutschland wirklich eine Scheibe abschneiden. Oh, jetzt haben wir hier aber sogar einen Scanner und so, um in die U-Bahn zu kommen. Das ist ja krass. Okay. Und hier sind Automaten. Payment. Okay. Oh, wo sind wir denn? Jetzt wisst ihr, wo wir sind. Hier, 16 kann man nicht eingeben. 15. Achso. Nee, zählt runter. Ah. Wegen irgendwas.
Okay, hier, guck mal, man kann aber auch zoomen zur Not. Children's Palace, da. Ah, da, okay. Und wir wollen zur... Da sind wir. Oh. Current Station is not for sale. Ja, okay. Wir wollen Shopping Park. Du warst schon richtig. Aber warte. Schiddidi-biddidi. Wie mache ich jetzt auf Englisch? Du musst mir die meckern wahrscheinlich. Mach Englisch! Englisch. Ja. Oh, nein, du hast den falschen gedrückt. Aber da, so ging's. Okay. So, wo hast du jetzt reingezoomt? Da. Oh shit. English Children Shopping Park. Da wollen wir hin. Shopping Park. One ticket. 3 tickets. Mobile Pay. Bisher sieht's relativ leicht aus, hä? Ja. Und das Schöne an dieser Alipay-App ist ja, man muss nicht online sein, sondern nicht scannen, ne? Transfer, genau, weil da ist dein persönliches Profil hinterlegt und das kann man dann... Welche? Aha, es gibt sogar Chips. 请取走您的车票。Please take Okay. your ticket. Und welche Linie fahren wir jetzt? Shit. Ich habe mir nicht gemerkt, welche Ja, ist Linie. irgendwie eine grüne oder so. English. Aber wir sind bei einem... Wir sind bei Blau gewesen. Blau und wir fahren blau bis Shopping Ach, Park. blau bis Shopping Park, Es sind okay. nur 2 Dann Stationen. brauchen wir nicht umsteigen, das ist doch gut. Ich wollte da mit euch hinlaufen, fällt mir gerade ein. Hier, bist du Das dein wär Haar? nur- Wir treffen uns da. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier filmen darf, weil jetzt müssen wir durch die Sicherheitskontrolle. Ja, meistens. Deswegen mal jetzt hier mal kurz aus. Yay! Und wie es so üblich ist in China, wir kommen raus und sind hier gleich in der fetten Fressmall. Also hier ist Restaurant, Nebenrestaurant, Nebenrestaurant. Es ist riesig. Unfassbar riesig. Ja, ich würde mal sagen, das könnte schon ganz gut sein, ne? Ey, also Susi denkt ja, dass Männer so einfach sind, ne? Also so einfach sind wir jetzt auch nicht zu haben, ne? Die hat zu mir gesagt, sie fährt jetzt hier mal in Shenzhen zum großen Technikladen, oh, hier gibt's Taschen. Okay. Und wer macht dich glücklich? Naja, gut, okay, mit Taschen ja vielleicht schon. Ich dachte schon wieder, das ist nur Weil so ein einer Technik... hat keine vernünftige Reisetasche. Ja, und kein Rucksack. Oh. Na, dann gucken wir doch mal. Da ist ein Koffer. Ja, Tasche haben die natürlich nicht, ne? Also da bist du hier in so einem Kaufhaus, wo es lauter Kameras gibt, ohne Ende, aber keine entsprechenden Taschen dazu, ne? Das ist so ein bisschen typisch und es fühlt sich schon wieder so an, als wenn du bei eBay Kleinanzeigen live durch die Inserate laufen kannst. Was hier alles für ein Krams liegt, ne? Und dann, oder so ein bisschen wie beim Flohmarkt, ne? Ein Technikflohmarkt. Sind wir im dritten? Funkgeräte. Aber das Problem ist, es sind halt alles immer so ganz kleine Stände. Und die haben natürlich nicht das, was ich jetzt mal suche, und zwar eine Tasche. Ich dachte ja China Shoppingparadies, ne? Hier an jeder Ecke dachte ich, gibt es einen Taschenladen. Aber Wir sind eher ein bisschen advanceder und verkaufen Technik. Keine Tasche. ja. Ja, weiß nicht, aber so gefühlt würdest du jetzt hier irgendwie 1000 Euro für eine Drohne ausgeben? Wenn ich vorher recherchiert hätte und genau wüsste, was ich haben will, vielleicht.
Oh, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt hier eine DJI kaufen würde. Also es macht mir für mich so den Eindruck, als wenn das so auch ein bisschen Duplikate und sowas sind hier. Was? In China? Nein, die machen sowas nicht, ne? Sind wir jetzt in der 4.? Ja. Oh, hier ist aber schon viel zu und so. Ja. Komm, dann gefüllt ist da mal, es muss ja ein bisschen größerer Laden sein, ne? Vielleicht hat die mich auch nur verkackert. Die hat gesagt, in der 4. gibt es Taschen. Ja, LED-Taschen. Genau, aber es sieht alles ganz schön ramschig aus. Ehrlich gesagt. So, je höher man kommt, desto schlimmer wird es, würde ich sagen. Aber es ist auch schon, es ist auch was um 7. Okay. Wahrscheinlich. Dann machen die auch Feierabend, wa? Ja. Hier werden die Pakete vorbereitet, um sie nach Deutschland zu schicken. Hier auch? Ja. Genau, nee, aber Taschen sehe ich hier gar nicht. Dann. Also unten war ein einziger Laden mit Taschen, aber der hatte nur normale Rucksäcke und keine Kamerataschen. Ja, DJI ist auf jeden Fall ganz schlau. Die Preise sind überall vereinheitlicht. Also man findet hier keine Schnäppchen. Es kostet überall das gleiche. Und auch nicht unbedingt weniger als bei uns. Also 100-200 Euro weniger. Ja, hier kann man kein Schnäppchen machen. Ne? Selbst diese Hoover-Drohne, die ich ja in der ersten Version habe, gibt es ja jetzt als Überarbeitung in der Pro Max Version. Kostet hier aber auch 700 Euro. Also ist auf jeden Fall kein Schnäpper. Also was hier total nervt, sind diese Rollerfahrer. Ja, Die sind einfach super nervig, weil die sind halt überall. Die fahren halt auch überall. Die fahren jenseits der normalen Straßen, überall auf Fußgängerwegen, von hinten, von der Seite, von überall kommen die Dinge. Und ich hatte Bo gefragt, ob es hier schon mal Verletzte gab, weil ja, die halt auch relativ rigoros fahren. Und in der Tat hatte er 3 Wochen vorher gerade einen Unfall. Also ey, guckt euch das mal an. Es ist hier halt einfach, ey, Rumble in the Jungle mit diesen Dingern. Also hier mit dem Kind noch drauf, ohne Helm, ohne alles, ist schon echt crazy. Also, und dann ballern die hier mit einer Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone. Das ist einfach schon ätzend. Also muss man wirklich sagen. Und gefährlich. Aber gut. Ich zeige euch mal hier den Park. Also, das ist ja auch Wahnsinn, was hier halt an Rollern auch rumsteht. Und hier wird halt das ganze Essen halt auch mit diesen Rollern gebracht. Der ganze Lieferdienst hier, die haben alle so ein Ding. Und dann, ja, fahren entsprechend auch viele von diesen Teilen rum. Und das sind alles Elektroroller, was ja an sich ganz geil ist, aber die hörst du dann halt auch nicht, ne? Also, das ist schon ziemlich ätzend. so habe ich es in Erinnerung. Er hat hier das gesagt. Schatz, wir haben doch darüber gesprochen, dass ich mein eigenes Auto bekomme, oder? Ja, aber wir sind hier in der Shopping Mall. Ist ja egal, aber ich glaube, ich habe hier einen ganz guten Deal gefunden. Wieso? Ja, was hältst du von einem Elektroauto? Elektroauto ist gut. No. Invented in Germany, but made in China. Den da, Zicker. Nein, nicht den da. Zicker.
So, und was kostet das Schätzchen hier? Ich rechne das mal kurz um. 15.000 Euro. Jetzt fragt ihr euch, was kostet das gleiche Modell in Deutschland, ne? Ich habe das rausgefunden, habe das mal gegoogelt. Ab 32.800 Euro. Und jetzt das Doppelte in Deutschland. Ihr fragt euch, warum wir nicht mehr Elektroautos bei uns auf der Straße sehen. Ey, allein, Leute, hier ist ein VW-Laden in der Shopping Mall, ja? Also ich gehe hier erstmal mir eine Hose kaufen, weil die fehlt mir. Dann gehe ich mir noch eine Tüte Milch kaufen und weil es mir auch noch fehlt, mal klar, einen kleinen ID. Und ja, der kostet ja auch nichts, ne? Den kann ich mir eben so mitnehmen. Wahnsinn, Ja, was sind das für so. Preisunterschiede? Es gibt ja teilweise so in Supermärkten, ne? Da kannst du ja teilweise so eine Tasche oder so einen Wagen kaufen, den du hinter dir herziehen kannst, falls deine Einkäufe zu viel und zu groß geworden sind, ne? Hier kaufst du einfach das Auto. Hier kaufst du einfach das Auto. Aber der Preis, Leute, erklär mir das mal bitte jemand. Ja. Das Doppelte bei uns für ein Auto, warum? Ja, unfassbar. Ich bin kein Experte, aber vielleicht kannst du mir jemand erklären? Ja, nee, und unfassbar, wenn du doch irgendwie die Welt retten willst, ja, und wenn du doch Regierungsmitglied bist und wenn du dann sagst, ja natürlich, das ist die Zukunft, wenn das wirklich die Zukunft ist, ne? Warum sind die Autos doppelt so teuer? Ich weiß nicht. Bei uns, Ja. hier. Also, und wahrscheinlich ist es auch so, dass die hier nochmal irgendwie, keine Ahnung, Eine Marge drauf ja, haben 50% Marge auf dem Auto haben oder so. Ja, komm mir auf. Ja, denn irgendwie musst du dir ja auch hier so ein Ding in der Shopping Mall leisten können, ne? Willkommen in der Welt der chinesischen Supermärkte. Hier wird nicht einfach nur eingekauft, sondern jedes Lebensmittel bekommt hier eine besondere Aufmerksamkeit. Oder muss zumindest erstmal gefangen werden. Und das lässt bei uns auf jeden Fall schon ein paar Fragen entstehen. Also zum Beispiel, wo wir in der Kultur unsere Grenzen setzen. Was ist für uns Tradition? Und vor allen Dingen, wo haben wir unsere eigenen moralischen Maßstäbe? In China haben Lebensmittel halt noch Augen. Auf Wunsch, frisch und direkt vor deinen eigenen Augen geschlachtet. Also hier wird uns teilweise die Wahrheit direkt vor die Füße geworfen. Während bei uns Kinder ja Fische meist nur in Stäbchenform kennen und Hühner eigentlich nur aus Brotstücken bestehen, lieben die Chinesen die Tiere von Kopf bis Fuß, also zumindest kulinarisch. Das ist einfach ein ganz anderer Umgang mit Leben und Tod, vor allen Dingen in Bezug auf Lebensmittel. Aber ist das nicht eigentlich auch der gesündere Weg, also sich so mit der Nahrung auseinanderzusetzen? Vielleicht würden wir dann auch öfter statt Brust oder Keule Stängel oder Wurzel wählen. Willst du eine Schildkröte essen? Also die Art und Weise, wie man hier Sachen verkauft, ist einfach anders, ja. Hier ist gerade so eine Promotion-Aktion, ja, so eine Verkaufsaktion. Du kaufst eine Eierpackung und du kriegst eine Schildkröte dazu. Eierpackung, Schildkröte. Die ist echt, Die ist echt. lebend, live. Und der Panzer ist auch noch angemalt, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Du könntest auch so die Eier kaufen, aber du könntest auch einfach eine Schildkröte mitnehmen. Ja. 这个你一次喂个1-2粒就行了。才1-2粒。对，不会太多。还乌龟型的它也不用。对，雕花型。 Sie kriegt 2. Hm. 2 Eierpackungen, 2 Schildkröten. Ah. 男士来听。头发那边。对，还有很多吧，要一次买条的套餐。 Musst du alle Eierpackungen kaufen. 德龟要自己抓还是直接拿上面？德龟。盒上有东西，什么？送的，其实买个鸡蛋送给小贵，多久？咱这个龟龟长得大。Okay. Oh, der sieht, ist das unsere? Wie steht denn drauf? 5363. Nee.
Okay, Glück gehabt, weil der ist auch ganz schön verbeult. Es gibt hier zwei unterschiedliche... Warum noch nicht mal richtig zu? Nee, den hat er gerade aufgemacht, um da Sachen rauszuholen. Aber ja, es gibt hier zwei unterschiedliche Taxisysteme. Diese blauen, die da hupen die ganze Zeit und immer hoffen, dass sie irgendwie... Die arglosen, die unwissenden Touristen hier einsammeln können. Ja, und auch irgendwie ein bisschen abziehen. Also wir haben es ja leider auch schmerzhaft feststellen dürfen, weil wir hatten am Anfang auch genauso einen Taxifahrer, Ja, der uns abgezockt hat. Also richtig. das ist... fällt man halt leicht drauf rein, ne? Weil man ja irgendwie diesen Institutionen immer so ein bisschen glaubt, so Taxifahrer, ach, die bescheißen einen ja nicht und so. Die, Ja, aber die wissen anscheinend auch, es gibt Wege da ja. herum. Und wir benutzen jetzt eigentlich nur noch Alipay. Da gibt es eine App integriert, die heißt Didi. Und mit Didi kann man sich halt ein Taxi rufen. Fast überall hin. Ist sehr praktisch. Man sieht vorher auch schon, was man bezahlt. Genau, und es ist irgendwie extrem gering, ne? Richtig wenig. Ist er das hier? Unser? Nee, immer noch nicht. Okay, es ist auf jeden Fall extrem wenig, was man so zahlen muss. Aber Bo hat erzählt, dass das auch immer noch die teure Variante ist. Also die Chinesen selber, die nutzen noch eine günstigere App. Ja, Aber die ist halt noch komplizierter für uns. ja, die übersetzt auch nichts. Und Ja, die kann genau. ich zumindest. Genau, und die übersetzt es sogar in Englisch, ne? Ja, genau. Ja. Also die ganzen Nachrichten zwischendurch kann ich übersetzen. Das Ja. funktioniert ganz gut. Ja. Und ich weiß jetzt, okay, der ist jetzt noch 0,4 Kilometer Genau, das entfernt. wird nämlich auch angezeigt, wo der gerade ist und wann der kommt und Das, wie das Kennzeichen? Auto aussieht. Man kann sich auch das Fahrzeug aussuchen, was man für ein Fahrzeug haben will. Also wenn man sagt, nö, ich fahre nur noch Elektroauto, ne? Was anderes fahre ich gar nicht, dann kannst du das da aussuchen. Kannst dir auch die großen aussuchen, dann kosten die halt, es ist halt gestaffelt, Genau. dann musst du halt ein bisschen mehr bezahlen. Genau. Aber ist auf jeden Fall sehr komfortabel. Weil Hier wieder. ich kann mir ja vorher schon überlegen, wo ich hin will. Ich kann das in Chinesisch, muss ich es raussuchen tatsächlich. Ja, Also ich kann in die App jetzt nichts auf normaler Schrift, also unsere Schriftzeichen benutzen. ja, Aber ich kann zum Beispiel bei Google Maps gucken und kann mir den Namen rauskopieren auf Chinesisch und kann den dann in die App einsetzen. Das funktioniert ganz gut. Oder ich habe von Alex mir die Adresse schicken lassen in chinesischen Schriftzeichen und dann kopiere ich das da rein. genau. Und das sind übrigens die anderen Taxis, ne? Das sind nicht die, die wir jetzt nutzen, weil bei den Taxis steht es gar nicht so richtig drauf, ne? Du erkennst es nicht, dass es ein Taxi ist, sondern das sind halt Autos, die so aussehen. Bist du vorne? Nee, mach du. Okay. 好。0963的是吧？ Ja. So. Auch schon wieder ein Elektro? Jawohl. Die sind auch alle genötigt dazu, Elektroautos zu fahren. Naja, der kommt gleich auch wieder raus. Sorry. Stopp. Mach mal kurz ab. Wie geht der auf? Okay. Hast du Schmerzen gehabt? Ja. Okay. Naja, 那我们 genau. 你们去就好啦。不够，现在他6点钟才够人，现在他那边有2个人，我们2个去了就4个人，也刚好够。哎，晚上6点钟我打个灯了，6点钟下班了。 Ja, ansonsten ist es sehr angenehm, hier mit so einem Elektroauto zu fahren, weil es natürlich auch sehr leise ist in der Regel. Und in der Regel sind die Fahrer auch dazu angehalten, keine Gespräche zu führen und nicht zu telefonieren, weil man kann diese Fahrt anschließend auch bewerten über die App. Deswegen sind die auch eigentlich bemüht, das immer ordentlich hier dann auch zu gewährleisten, dass man ordentlich fährt und dass man ordentlich ankommt und dass sie einen nicht verscheißern. Man kann Genau. manchmal hinterher bewerten. Dann kriegt man nochmal nach dem Bezahlen so eine andere Seite angezeigt. Und du kannst sagen, ja, war super, war nicht so super. Dann kannst du sogar sagen, was super war. Zum Beispiel sehr ruhig gefahren, es stinkt nicht im Auto. Ja, das finde ich auch ganz gut. Guck mal hier, die App ist auch ganz witzig, da bei diesem Elektroauto, ne? Dann wird dir halt von oben komplett angezeigt, was da so los ist. Und von der Seite richtig die Kamera. Ja. Genau. Seite, oben. Man Ja. sieht alles. Tote Winkelassistent.
alles zu sehen. Ja, das ist schon ganz faszinierend. Ich war schon fasziniert bei dem Wohnmobil, als das diese 6-Wolken-Überwachung von oben und sowas hatte. Als man das von allen Seiten sehen kann. Aber das scheinen hier alle Autos zu haben, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so die deutschen Elektroauto-Hersteller auch alle schon verbauen. Aber der Taxifahrer in Dubai, der war ja eher ein Fan von seinem Tesla, der eben leider abgesoffen ist, als es so stark geregnet hat. Und der hatte jetzt ein BYD und der meinte, zum Unterschied, als wir ihn gefragt haben, dass das Sicherheitspaket von Tesla besser wäre. Na gut, eine von vielen Aussagen. Ja, genau. Was ja jetzt hier auch häufig zu sehen ist, sind die Huawei-Autos, die ja nicht nur Handys bauen, sondern auch noch die Ladeschale dafür. Und die Ladeschale hat halt dann entsprechend 4 Reifen und damit können die durch die Gegend fahren. Aber Bo hat halt erzählt, dass das Problem bei diesen Autos ist, die wollen sehr, sehr schnell hier Geld machen, diese Konzerne. Und der Sicherheitsstandard ist halt bei diesen Autos nicht so hoch. Die werden halt nicht so gut geprüft. Die gehen hier nicht so durch diese klassischen Sicherheitsstandardtests wie bei uns. Ich vermute mal, wenn die Autos irgendwann mal auf dem EU-Markt ankommen, wird sich das alles ändern müssen. Aber hier in China gibt es halt diese Regularien nicht so. Und das ist natürlich dann schon ganz spannend. Ja, wir fahren jetzt mal zu Decathlon. Relativ langweilig, aber das ist halt auch einfach nicht so einfach. Wenn du hier Google Maps nutzt, dann sind natürlich diese ganzen Läden und die ganzen Angebote, die du hier nutzen kannst, selten eingetragen, weil hier Google Maps halt ja nicht funktioniert. Deswegen gibt es hier natürlich auch keine richtigen Bewertungen, keine Einträge, keine Informationen, wo du was wie findest. Wir suchen ja schon seit geraumer Zeit und einer halben Unendlichkeit für mich eine Tasche. Und Lotti braucht neue Schuhe. Und deswegen haben wir jetzt Decathlon halt auf dem Telefon ausmachen können. Und da gibt es ja dann halt auch irgendwie immer irgendwo alles. Bin mal gespannt, wie groß der hier ist. Aber ansonsten ist das von den Shops nicht so einfach, wie ich mir das hier eigentlich vorgestellt hätte. Ne? Ich hätte gedacht, das ist hier alles so ein bisschen... Es gibt halt sehr, sehr viele kleine Läden. Und sehr viel kleine Produkte in Anführungszeichen. Wenn du halt einen Koffer suchst, dann ist es unfassbar schwer hier einen zu finden, weil die meisten hier Klamotten, Telefone, Handyschalen, Handyladegeräte, all so ein Krams verkaufen. Aber Koffer? Ja, wofür auch, ne? Wo reisen die Chinesen noch hin, ne? Ja, die dürfen schon im eigenen Land reisen. Ja, im eigenen Land reisen sie halt rum, ja. Genau. Das stimmt. Oder nach Russland dürfen sie, glaube ich, auch reisen, ne? So, also in die Partner- und Freundestaaten dürfen die dann reisen, ne? Naja, genau. Gucken wir mal, wie das da gleich aussieht. Stimmt's? Mhm. Ich dachte, du sagst Miau. Miau. Ja. So, tschüss, kleiner Taxifahrer. Ja, wir sind rausgeschmissen worden. Und diese Taxifahrt über, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt 15 Minuten gefahren, kostet 1,63 €. Es ist halt irgendwie echt ein Schnapper hier mit dem Taxi unterwegs sein. Wir haben es ja mit der U-Bahn probiert. Allerdings sind die U-Bahn-Wege hier extrem lang und weit. Es ist schon komfortabler, das mit dem Taxi zu machen, wobei wir auch noch nicht zu diesen Stoßzeiten unterwegs waren, sondern immer schön zu den Zeiten, wo die Taxis gut durchgekommen sind. Und immer. Ja, außer abends, ne? Ja, aber das ging jetzt, es war jetzt aber nicht, also es ging jetzt auch, ne? Es ging jetzt trotzdem schnell. Genau, jetzt sind wir hier irgendwo runter weggeschmissen worden, wo wir gar nicht so richtig wissen, wo wir sind. Doch, hier. Bei Decathlon, okay, ja, es ist Decathlon. Also es sieht jetzt ein bisschen nicht ganz so spektakulär aus wie bei uns. Also es ist ein bisschen ramschig. Keine Ahnung, was das hier so ist. Ich glaube, der Eingang ist. Das sieht sehr... Ist das der Eingang? Das hier? Willkommen zu Decathlon? Nein. Oder? Aber hier ist eine Mall zur Not. Doch, das muss da sein. Ja, das muss da sein. Da steht da auch Decathlon dran. Ja. Oh mein Gott. Mehrere Eingänge. Bist du sicher? Nö. Nee, ja auch nicht. Was soll passieren? Stunden, Decathlon. Nee, da steht's dran. Da fährt man wahrscheinlich hoch. Guten Tag. Guck mal, jetzt sage ich hier guten Tag schon. Ne? Ja.
Aber ist auch egal, ne? Ich kann auch nur Deutsch und Englisch. Ein bisschen Spanisch vielleicht noch. Und das würden sie alles nicht verstehen. Spanisch? Hola. Me llamo Marco. ¿Qué tal? Nee, Silvester auch. Ja, das ist ja elementar wichtig. Das kann ich sogar in einigen Sprachen. So, hier haben wir ja nochmal einen großen Technikstore davor. Das haben wir aber selten gesehen und hier gibt es bestimmt auch Koffer. Ich sag euch, heute wird mein Tag. Ja, okay. Also, und dahinter geht es dann durch zu Decathlon. Hier ist auch schon wieder alles. Das sieht auch schon wieder lustig aus. Aber in der Tat hier so, das sieht aus wie ein normaler Decathlon-Laden. Bis auf, dass die... Guck mal, aber die haben sogar große. Guckt euch das an, die haben hier große Stühle, weil normalerweise sehen die chinesischen ja immer so klein aus. Aber hier gibt es jetzt echt alles. Alles. Oh, ich habe sofort Bock auf Camping. Ich habe auch richtig Bock auf Camping jetzt, wo ich das sehe. Vielleicht, ey, wir können uns ja hier einfach sonst ins Zelt einmieten und heute Nacht hier bleiben. Guck mal, und was gibt's denn hier bei Decathlon, was es bei uns nicht gibt? Das ist eine gute Frage. Das sind die Zündstäbchen. Zündstäbchen? Ja, da kannst du aneinander ribbeln und dann entsteht Feuer, oder? Ach nee, es sind Stäbchen. Ich wollte gerade sagen, das sind doch Geil, das sind Essstäbchen. ausziehbare Stäbchen. Nee. Nee. Doch. Guck Ah. mal, das ist ja witzig. Cool. Hast du deine eigenen... Aber wisst ihr was, das braucht hier keiner, weil du kriegst zu jedem Essen 5000 so eine Napkins, was heißt das nochmal? Du weißt schon? Gut abwischen? In Napkins sind Serviettchen. Du kriegst Servietten, du kriegst sogar Handschuhe, du kriegst das. Ja. Also man muss das alles nicht dabei haben irgendwie. Ja. Aber es ist witzig. Ja, Guck mal, ist witzig. Das gibt's bei uns nicht. Total witzig. Cool. Okay, ich dachte, das sind diese Stäbchen zum Feuer machen. So ihn. Feuer in deinem Mund, ne? Ja, aber Wenn hier, du was kostet das? 29 kosten jetzt Stäbchen. Ja. Jetzt muss ich mir gerade gucken, was 29 nochmal sind. Da ist so eine Fuchsmütze mit Öhrchen. 29 sind 3,80 Euro kosten hier Ja. Stäbchen, Metall. Könnte man sich sogar mal mitnehmen. Aber wie du schon sagst, braucht man wahrscheinlich nicht. Nee. Ich komme gleich, Leute. Ich gucke mir auch selber was an. Geh du auch gucken. Genau. Ja, spannend. Aber spannend, genau. Das ist ja, was gibt es hier für Artikel, die wir nicht haben. Aber Ist allerdings hier so eine Mini-Ofen. bestimmt, mittlerweile bestimmt. Ja. Ansonsten gibt es hier normales Essbesteck. Kleine. Das ist ja in der Tat die Frage, was gibt es hier, was es bei uns nicht gibt. Aber wir wissen gar nicht so genau, was es bei uns nicht gibt. Also was es bei uns gibt, oder? Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so häufig bei Decathlon, weil ich... Aber eigentlich sind wir wegen Lotti hier, weil die braucht noch Wanderschuhe. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Die dachte ich, kaufe ich, wenn ich sie denn brauche. Und da wir in Taiwan auch ein bisschen rumwandern wollen in der Natur, sie hat nur so eine ganz leichten Sneaker mit. Gucken wir jetzt hier mal. Was Besseres ist mir jetzt hier auch nicht eingefallen in Shenzhen. Ja. Guck mal, die Bildwelt schon mal, wenn man sich die anguckt, ist aber nicht unbedingt hier China, ne? Nee. Komm, dann guck mal noch. Aber die Werbewelt ist China, glaube ich, oder? Ja, wir haben jetzt schon in mehreren Läden so Skiartikel gesehen. Ich weiß gar nicht, wie groß Skifahren in China ist. Ob man da jetzt so wirklich am Skifahren ist. Aber ich würde mal sagen, selbst vom Aufbau sieht es doch schon sehr ähnlich aus. Das sieht mit diesen großen Gängen, das ist bei uns, glaube ich, genauso. Und dann ist das hier so sortiert nach Sportarten. Hier habe ich ein bisschen Schwimmen und Tennis. Badminton ist hier natürlich echt groß in China, genau wie Tischtennis. Basketball ist auch groß, das hätte ich auch nicht gedacht. Also die Chinesen spielen total gerne Basketball. Fußbälle haben wir hier. Schulsport ist übrigens auch Basketball als Fach, verrückterweise, und nicht Fußball. Vielleicht liegt das daran, dass die Basketballfelder etwas kleiner sind und man halt auch hier zwischen diesen Häusern überall mal die Möglichkeit hat, einen Basketballkorb zu installieren, und ein Fußballfeld ist dann halt eigentlich schon wieder ein bisschen schwieriger, weil Freiflächen gibt es nicht so viele. Ja, Schuhe und dann Klamotten. Aber wo sind denn Taschen? Verdammt, gibt es hier schon wieder keine Taschen?
Das kann nicht sein. Ja, und wenn in China der Sack Reis umfällt, ne, dann ist das nicht schlimm, denn hier gibt es auch ohne Ende Reiskocher in allen Varianten. Also, das ist schon sehr cool und auch, Mit AI. auch sehr geil durchdesignte Dinger, ne? Also, echt besondere Teile. Ja. So, oder hier so ein Ofen, ne? Den man mal eben hier so in seine Wohnung integrieren kann. Oder hier so also hier gibt's schon coole Sachen hier. Muss man einfach sagen, ne? Schon alles nochmal ein bisschen mehr als bei uns. Bisschen mehr Technik, ein bisschen mehr Innovation, ein bisschen mehr. Irgendwann kommt das bei uns auch an. Vermute ich. Irgendwann werden wir auch nicht mehr auf Feuer kochen, sondern kriegen wir auch einen Ofen. Ja, verrückterweise essen wir wobei, ich kann euch das mal zeigen hier irgendwo. Naja, nichtsdestotrotz, verrückterweise, hier, zeige ich euch kurz. Verrückterweise essen wir in China gar nicht chinesisch, sondern gehen immer irgendwas anderes essen. Und hier könnte man jetzt mal traditionelles chinesisches Essen bekommen, wobei die Entenköpfe sind jetzt gar nicht da. Normalerweise lagen hier auch noch Entenköpfe und da hinten. Heute sieht das sogar relativ harmlos aus. Eigentlich, sonst gab es da immer sehr ausgefallene Sachen, die du sonst nirgendwo finden würdest. Deswegen heute auch schon wieder japanisch. Also es ist ganz witzig, hier gibt es 4 Gerichte, die man sich aussuchen kann. Die hängen hier hinten auf. Also hier entweder den Dark King oder den Original King oder den Spicy King oder den Green King. Also ich glaube, nach unserem Japan-Aufenthalt werde ich nicht mehr diese doofen Bemerkungen oder Fragen stellen, weil ich habe mich nämlich gefragt, was hier in diesen kleinen Fächern drin ist. Und das ist ganz lustig, ne? Weil hier ist so eine Einwegschürze, die kann ich mir hier so rumbinden, weil die Suppe jetzt so kleckert. Dann habe ich hier natürlich ganz viele kleine Haargummis, um meine Haare zusammenzubinden. Also ich könnte mir das jetzt hier so, damit das nicht in die Suppe hängt. Und ich habe hier auch noch dann so richtige Dentalbürstchen, hätte ich beinahe gesagt, so richtige Zahnseide zum Zähne sauber machen. Also sehr spannend. Und hier oben drüber sind dann nochmal unterschiedliche Möglichkeiten von, was ist das denn hier? Meine ist die rote. So, Susi, probiert mal das Lätzchen aus. Aber sieht gut aus, steht ihr? Gaga Baby. Also müsste man jetzt aber auch aktiv sein. Also, mir brennt ganz schön die Schule. Man hätte es schärfer bestellen können, ne? Ja. Ich hätte auch milder nehmen können, aber ich dachte, du bist kein Würstchen. Ja. Du schaffst es. Okay. Susi hat es mir chinesisch scharf bestellt. So, das war schon mal sehr, sehr lecker. Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt gibt es einen Nachtisch noch irgendwo, ne? Außerdem wird da noch gefotoshootet. Und hier, guck mal, das sieht doch ganz lecker aus. Hier gibt's Eis oder so. Nachtisch. Du willst noch ins Kino?
Alter Schwede, jetzt habe ich gerade alles gegeben, wirklich alles, ne? Und muss jetzt wie Sau husten. Und Susi sagt schon die ganze Zeit, ich soll mich zusammenreißen, denn wir wollen heute Abend noch ins Kino gehen. Oh, hier ist schon ein... Ja, genau, da geht's schon ins Kino. Und dann gab es da einen kleinen Getränkeautomaten. Und ich habe das hier gefunden. Und das heißt übersetzt Linderung durch Honig. Hier ist so eine Kapsel in Flaschenhals drin. Ne? Ja. Sieht aus wie Honig. Ja, ist glaube ich Honig. Linderung durch Honig. Also jetzt wird alles gelindert, hoffe ich. Kein Hustenreiz mehr. Alter, aber... Vielleicht trinkst du das jetzt, bevor wir da reingehen. Ich bin heute Morgen 10 Kilometer hier durch China gejoggt. Mir ist nichts passiert. Dann spiele ich hier kurz mal nicht 10 Minuten, oder? Nee, Nicht mal. nee, 10 Minuten mal. Ja, 10 Minuten irgendwie mit Lotti hier dieses Hüpf von Leuchtstern zu Leuchtstern Spiel. Oh Gott, ey. Und ich bin fertig. Das gibt's doch gar nicht. Alter Mann. Jetzt rennt uns die ganze Zeit die von der Kinokasse hinterher und sagt, wir sollen uns doch bitte endlich mal hinsetzen. Ah, wo denn? Ja, da. Da ist ja besetzt. Deswegen weiß ich auch nicht Wo genau. soll man denn da sich da hinsetzen? Ja, okay, was sie können, ist viel Müll produzieren. Und dieser Verschluss hier oben, der ist echt aufwendig, ne? Also, aber geil ist es. Also schmeckt echt richtig cool. Es ist, der Honig ist halt noch dickflüssig und dadurch ist es halt sehr, 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 sehr lecker. Und ansonsten ist es Zitronenwasser mit Honig. Welcher Tag ist heute? Wie lange waren wir da drin? Wir haben Kinofilm geguckt. Ja, wir waren im Kino. Ja. Und auf Englisch. Mit chinesischen Untertiteln, Ja. was sehr hilfreich ich war. hatte schon befürchtet, dass es andersrum sein könnte. Aber so rum war es mir bedeutend lieber. Ja, sehr. Ja, Und warum können die Chinesen dann nicht besser Englisch, wenn die hier englische Filme ja, haben? das wundert mich auch, oder? Weil ich meine, die Skandinavier gucken auch alles auf Englisch und die sprechen dann auch Englisch. Das wundert mich auch. Ich hätte jetzt auch echt gedacht, dass es eine... Aber ich meine, wenn du dir sonst alle Filme anguckst, sind 2 Hollywood-Filme dabei und 6 chinesische Filme. Ja. Also ich glaube, die Filmindustrie in China Die ist läuft auch hier, die läuft. sehr, sehr groß. Ja. Eine übrigens mit Jackie Chan. Also, weil der spielt ja sowohl Hollywood als auch China mit, ne? Ja. Aber, und jetzt kommt's ja, ich finde, die Chinesen sind so clever mit vielen Geschichten. Ich habe mich hingesetzt im Kino. Ja. Und dann dachte ich nur, es kann doch wohl nicht wahr sein. Ist ein Massagesitz gewesen. Der Sitz im Kino ist ein Massagesitz. Ja, das ist verrückt. Und das ist ja wohl, also geiler geht das so nicht. Und da war ich gleich neidisch und hab gesagt, oh, meiner ist aber kein Massagesitz. Ja, weil Susi hat außen gesessen. Also es sind nur die mittleren. Ja. Und dann Ja. hast du gesagt, wir tauschen irgendwann. Ja, habe ich Später? gesagt, tauschen wir. Und irgendwann. dann habe ich ihn irgendwann angeschaut und gesagt, wollen wir tauschen? Und, was war dann? Ja, QR-Code, ne? Dann kann man einscannen und dann kriegt man halt länger. Das heißt, Also- die füttern euch an und sagen, hey, du kannst den ganzen Film hier schön Genau. Massage und so. 5 Clever. Minuten war Massage und dann... Clever. Ja, total clever. Aber jetzt musst du bitte bezahlen. Und warum auch nicht? Ich meine, du sitzt da ja auch nur. Warum die Zeit nicht nutzen für so ein bisschen Voll geil. Also ich find's mega. Ich hätte jetzt auch smart? wirklich das halt auch bezahlt, so, ne? Ja. Also weil wir waren jetzt zu dritt hier im Kino in in Moana, Moana. genau, zu dritt und haben jetzt hier 11,90 Euro bezahlt, glaube ich, ne? Ja, das war. 11,90 Euro für 3 Kinokarten in einem relativ großen Kino. Ja. Also da kann man nicht meckern. Geiler Sound, geiles Bild. Film. Ja, genau, cooler Film. Technisch können die sowieso und dann auch noch mit dem kleinen Goodie. Ja, Lotti wollte nochmal eine Suppe essen und die Rahmensuppe hier in so einem kleinen Mall-Restaurant. Und zwar die hier, 25 in der Mitte. Na, sieht auch ganz gut aus. Sind 3 Euro ein Tücken, ja? 3,12 Euro oder sowas. Also so gut wie gar nichts. Und Bubble Tea, ne? Ist hier auch nicht so eine große Nummer. Also was heißt nicht so eine große Nummer? Man kriegt ihn schon relativ günstig. Es gibt teure Bubble Tea Läden, aber hier zum Beispiel der hier, da hinten, seht ihr den? Da? Da habe ich mir vorhin Bubble Tea gekauft und zwar für
1,44 € gibt es einen Bubble Tea. Aber war der auch gut? Der war lecker. Ja? Der war gut. Okay. Absolut. Für 1,44 € war der super. Okay. Da war Bubbles drin, da war Tee drin und da war Milch drin. Also Hättest du den auch für 2 €? hätte ich auch für 3 € gekauft. Aber wie gesagt, bei uns hätte das Ding halt irgendwie 5 oder 6 € gekostet. Und hier 1,44 €. Ja, verrückt. Ach ja, Susi und ich schlendern ein bisschen durch den Park. Durch den öffentlichen Park. Ja, Hättest du es so vorgestellt? niemals, niemals. Also überhaupt nicht. Das ist für mich überhaupt nicht China. Das ist so, keine Ahnung. Da hinten wird Also, gerade Geburtstag gefeiert. Da hätte ich vielleicht gedacht, das ist, ja, wie geil ist das denn? Da hätte ich gedacht, das ist vielleicht so ein bisschen, so wäre vielleicht Taiwan oder so, aber China, das ist halt irgendwie, das ist ja richtig krass hier. Das hinter uns sind Gemeinschaftsgärten. Ja, das ist hier, Wir waren ganz lange beim Spielplatz, dann konnte man den Berg noch hochlaufen. Ja. Überall hast du Sitzgelegenheiten, die Leute kommen her und machen Picknick. Ich meine, das Wetter ist heute auch wunderbar, ja, aber es ist wirklich ganz toll angelegt hier. Ja, es ist fantastisch. Dass man sich hier auch wirklich genau. eine Die, nette Ecke suchen die Leute kann. liegen hier auch links und rechts einfach so Ja, im Park rum. Schön. Ne? Picknicken hier, haben ihre Picknickdecken dabei. hier kleinen Ministühle, über die wir uns lustig gemacht haben. Genau. Und dann Hier machen sie Sinn. wird hier ein bisschen relax, ne? Zwischen den Bäumen. Und das ist so schön und wieder so verdammt sauber. Es ist unfassbar, wie sauber das hier alles ist. Aber ich habe auch wieder jemanden gesehen, der hier zwischendurch immer schon Müll einsammelt. Ja, und Und überall so hübsche Gelegenheiten zum Sitzen, ne? Also wirklich alles gepflegt. ja, Sehr, sehr schön. ne? Also hier liegt kein Müll, hier liegt gar nichts rum. Das ist wirklich Wahnsinn. Und auch wieder die öffentlichen Klos, ne? Auch schon wieder. Also Gebäude schon, das ne? ist unfassbar. Da können die sich, also Designer-Klos. ja, wirklich. Und extra jemand, der dann halt auch die ganze Zeit wieder sich drum kümmert, sauber macht, aufpasst, dass da nichts passiert. Und Leute gehen hier Gassi mit ihren Katzen. Ja. Süß. Können wir auch das hier mit unseren Katzen? Lisa, Lisa. Ich will auch mit unseren Katzen. Klar. Ja. Ja, wow. Ich weiß nicht, ob Shenzhen einfach so ein bisschen hervorsticht, weil es so eine neue Stadt ist und man hier einfach alles neu und schön hat. Ich habe China anders in Erinnerung. Ich bin schon gespannt, wenn wir vielleicht noch mal woanders hinfahren, Ja. wie es dann da aussieht. Aber selbst wenn, muss man hier sagen, Aber das ist hier musterhaft, muss ich sagen. wenn es neu gebaut ist, dann haben sie es auch richtig gut gemacht. Also wirklich Platz für die Leute, Ruhezonen, wie grün, Schattige überall, Plätze. ja. Ganz wichtig für die Chinesen, die wollen ja nicht braun werden. Das stimmt. Die sind sehr Sehr drauf. ängstlich, was so Sonne angeht, ne? Das stimmt. Apropos Essen. Oh ja. Essen. Könnte auch schon wieder was heute? zu essen geben. Ich weiß es noch nicht so genau. Wir wollen ja heute mal zur SeaWorld. Das ist hier ein kleiner Abschnitt. Also im Grunde genommen ist ja hier jeder Abschnitt Vergnügungsmeile und überall an allen Ecken und Enden gibt es hier halt lokale Restaurants, Bars, Kneipen, Shops. Aber da sind sie besonders, glaube ich.
Bild Da gehen wir für- jetzt mal hin. Jetzt machen wir noch ein Also nicht, weil ich muss, ne? Aber ich würde gerne. Also ich muss nicht, aber ich würde das trotzdem noch mal gerne erzählen. Also hier wieder an allen Ecken und Enden öffentliche Toiletten. Das ist unglaublich. Hier gefühlte alle 500 Meter auseinander ist eine öffentliche Toilette. Und also, da bin ich echt wirklich begeistert von. Ne? Man hat hier gar nicht die Verlegenheit, mal irgendwie ins Gebüsch zu müssen, sondern hier gibt es überall Toiletten und die haben immer so ein, also jemand, der sich darum kümmert und das ist halt auch echt richtig sauber und schön. Also hätte ich nicht gedacht. Echt unfassbar eigentlich. Es wird immer dunkler, aber macht euch keine Sorgen um uns. Wir sind hier gut beschützt und von zig Kameras überwacht. Aber ein bisschen nervös bin ich trotzdem. Warum? Ja, weil meilenweit nichts an Essen zu sehen ist in diesem Park. Nur Ach so. Getränke. Achso, ja, Susi hat Angst, dass sie in China verhungern könnte. Ja, gut. Also, Hier, das, was hier so heftig über uns leuchtet, sind die Kameras übrigens. ja. Ja. China ist ja das Land der großen Dimension. Alles ist groß, die Häuser ist groß, die Portionen sind groß, Absolut. alles ist riesig. Riesengroß. Oh. Oh, das Auto von unseren Freunden ist nicht so groß. Mal gucken, ob wir alle reinpassen. Let's go. Aber es steht Pole Position. Ich glaube, anschnallen. Also so schwer fand ich es jetzt nicht. Ja, gut, aber die anschnallen. Plätze hier sind doch ganz gut hier vorne. Ich weiß nicht, wie's- sag Ruhe auf den billigen Plätzen. Ich weiß nicht, wie es da hinten aussieht. Ja, wir sitzen eher übereinander als nebeneinander. Ja. Aber wir haben genug Platz. 你好，小钱。 Wir sind angekommen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwie ist mein Bein eingeschlafen. Wir sind mit dem kleinen Auto von Bo und seiner Freundin hierher gefahren. Und Lottie hat bei mir auf dem Schoß gesessen. Und natürlich ist hier Waterworld auch schon wieder eigentlich nur ein Shoppingcenter. Ist ja verrückt, ne? Hier geht es halt einfach nur um Essen, Shoppen und den großen Kommerz. Was ist das denn? Ein Einhorn. Das ist ein Einhorn. Ja, Ja, okay. süß, ne? Ja. Als diese Stadt entstanden ist, da war dieser kleine Teil der Stadt für die Stadtentwickler gedacht. Also für viele Ausländer, die gekommen sind und hier geholfen haben. Die haben ja alle gewohnt und dann ist das hier peu à peu entstanden. Ursprünglich halt für viele Ausländer gedacht. Entsprechend gibt es hier auch noch sehr, sehr viele internationale Läden. Und ja, der Entwickler dieses kleinen Stadtteils ist die Firma, die man da oben sieht. An diesem kleinen Hochhaus. Das ist eine der großen Player hier. Ich will zum Boot. Boot. Und ja, genau, es gehört halt einfach dem Staat hier. Es ist ein Staatskonzern und der Staatskonzern hat das hier alles entwickelt, gebaut und so ist das hier alles entstanden. Aber es ist auch wieder ein Shoppingcenter, natürlich. Man kann hier wieder nach der Arbeit eine Menge Spaß haben, viel Geld ausgeben und das Besondere hier, wir sind gar nicht am Wasser, ne? Also die Wasserfront ist noch weitaus weiter entfernt, aber das Besondere ist hier, dass hier so ein fettes Schiff liegt. Aber eigentlich sollte hier gar kein Schiff liegen. Denn wir sind hier ja, ein bisschen im Landesinneren. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Schiff drin ist und ob da was drin ist. Das würde mich ja sehr interessieren. Jetzt ist mein kleiner Touristenführer leider hier irgendwie da vorne hingelaufen. Und ich konnte ihn jetzt gar nicht fragen, was ist hier mit dem Schiff. Ich will eigentlich ja zum Schiff, ne? Der weiß gar nicht, dass ich so ein kleiner Hafenjunge bin, ne? Hier. Aber na gut.
jetzt gucken wir uns das hier erstmal so weiter an. Übrigens, ab und zu sieht man mal diese Polizisten, die haben auch ganz lustige Geräte, um Aufständige durch die Gegend schieben zu können. Das sind so komische Stangen, die sind ganz lang und die haben oben so einen kleinen Bügel. Also wenn hier mal irgendwas los ist, dann kommen die mit diesen langen Stangen. Ich weiß nicht, ob die auch noch mit Strom versehen sind, aber auf jeden Fall sieht das ganz lustig aus, wenn die hier mit ihren Stangen kommen. Ansonsten guckt euch das mal an, das sieht schon spektakulär aus. Ich habe ja gesagt, Licht können sie, ne? Hier auf dieser Fassade, da wird ein bisschen, auf allen Fassaden wird mit Licht gespielt. Also die Fassaden ändern hier ihre Farbe und die Gestaltung. Und unten sind halt einfach überall Restaurants drin. Genauso wie hier auch überall Restaurants. Und es wird immer noch, wie fast überall, massiv noch gebaut. Auch da wird noch richtig viel gebaut da drüben. Das wird alles vergrößert. Also das ist Wahnsinn, was hier alles noch entstehen soll. Und vermutlich auch entstehen wird. Schon beeindruckend, ne? Also ich kann mich nicht erinnern, jemals in Deutschland so einen Ort gesehen zu haben. Also klar haben wir auch Einkaufszentren, aber die sehen natürlich nicht alle annähernd so aus, ne? Das ist ja hier alles noch mehr Event, noch mehr blitzend, noch mehr blinkend. Tja. Shenzhen hat das höchste Pro-Kopf-Einkommen in ganz China und das sieht man auch. Es wird richtig Kohle gemacht und es gibt unzählige Möglichkeiten, das Verdiente auch schnell wieder loszuwerden. In manch anderen Metropolen ist die Stimmung oft angespannt, doch in Shenzhen herrscht eine entspannte, fast schon behütete Atmosphäre. Für eine Großstadt ist Shenzhen zudem extrem sicher, also der ideale Einstieg, um in die faszinierende Welt Chinas einzutauchen. Lamborghini Store. Ja, wir sind hier in einem Umfeld. Da ist alles schon mal ein bisschen teurer. Unter anderem hier diese 3 kleinen Häuschen da. Da sind die teuersten Wohnungen hier von ganz Shenzhen drin. Also, und auch richtig, richtig groß. Da wohnt eine Freundin von Bo. Also, die haben dort die teuersten Quadratmeterpreise von ganz Shenzhen hier. Also, hier ist Shenzhen. Und da ist Hongkong. No. Da. Over there. Da. Yeah, that side where the light and building. Da. Da. Also da so irgendwo. Crazy. Ja, hier so am Wasser ist doch schön, ne? Ja, falls ihr euch fragt, was man denn hier eigentlich so in der Freizeit macht, eigentlich immer das Gleiche, ne? Es ist halt eine Stadt, die neu gebaut wurde, wo es in dem Sinne keine Tradition gibt, sondern extrem viele Shopping Malls. Und deswegen gucken wir uns jetzt auch wieder eine Shopping Mall an. Wir sind jetzt hier mal zu einer Shopping Mall eher für jugendlichere, jüngere Menschen gefahren. Also die unter Jüngeren sehr, sehr angesagt ist. Und keine Ahnung warum. Ich bin mal gespannt, ob man das an der einen oder anderen Stelle sehen wird, warum das jetzt hier etwas spezieller für jüngere Menschen ist. Wobei ich ja dann hier eigentlich gar nicht mehr unterwegs sein dürfte. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Das ist ja mal ein anderes Shop-Design, ne? Ich habe gedacht, das ist hier eine Kunstgalerie. Und dann habe ich gesehen, okay, sie verkaufen Brillen, Sonnenbrillen und Raumdüfte. Und das ist einfach nur das Shop-Design und das ist ein Laden aus Korea. Gentle Monsters. Okay, also du willst damit sagen, das, was du jetzt hier hinter dir kaufen kannst, ist eigentlich die Brille. Ja, genau. Okay. Ja. Alter Schwede, das ist ein Shop, Leute. Das ist ein Shop. Wie viel Selbstbewusstsein muss man als Laden haben? Einfach, dieser Shop hier in der Größe ist hier in einem der angesagtesten Shopping-Center von Shenzhen. Das ist schon alter Schwede. Also, wie viel Platz hier zur Verfügung steht, wie viel Raum, wie viel einfach Freifläche und dann einfach nur so Installation. Unfassbar. Es ist echt verrückt, was man hier alles in diesen Shopping Malls kaufen kann, ne? Wo seid ihr schon wieder gelandet? Das Babys, ne? Papi, können wir eine haben, bitte? Wir können noch einen Koffer mitschnuppeln. Bitte, 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 Papi, bitte, Papi, die bitte mitnehmen. Bitte, bitte, bitte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das Verhältnis der Chinesen ist auch nicht ganz so wie unser Verhältnis zu Haustieren oder generell zu Tieren. Bin mir aber nicht sicher. Ja, die Antwort, warum es so viele Malls hier in China gibt oder beziehungsweise hier auch in Shenzhen, ist relativ einfach zu geben, denn es ist hier im Sommer richtig, richtig heiß. Es werden hier über 40 Grad und entsprechend verhalten sich die Chinesen alle relativ ähnlich. Die sind gerne in Malls unterwegs, denn hier ist es natürlich klimatisiert. Und gerade hier in Shenzhen ist auch eine extreme Luftfeuchtigkeit. Hier ist ja viel Wasser in der Gegend und natürlich auch entsprechende Pflanzenwelt. Also hier ist halt auch eine extreme Luftfeuchtigkeit und Bo meinte, du brauchst in der Wohnung halt auch schon Geräte, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen, weil du sonst überall Schimmel bekommst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich hier ganz oft so eingeschlossen von diesen ganzen Wolkenkratzern um mich herum. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Wenn man hier so in der Mitte steht, da wird das nächste Gebäude gebaut, hier hinten geht alles hoch. Man fühlt sich winzig und unbedeutend, findest du nicht? Ja, so als so eine von ein paar Milliarden in China. Ja, so, ne? Weil also auch alles so Superlativen sind, ne? Jede Shopping Mall ist größer, jede Shopping Mall ist noch fetter. Noch lauter. Ja, und überall, an allen Ecken und Enden wird immer noch neu gebaut. Also sie sind hier sowas von
am Wachsen. Das ist ja unfassbar, was hier alles so entsteht. Auch dieser Komplex hier, der ist neu, ne? Ja, also Auch der neu gebaut Teil worden. der Mall mit diesen verrückten Figuren, die da ausgestellt worden sind, der ist jetzt gerade vor 3 Monaten erst eröffnet worden. Also auch ganz neu, riecht noch ganz neu. Und ja, ich muss ehrlicherweise sagen, mich überfordert das oft, weil der Geräuschpegel auch einfach unglaublich laut ist. Ich verliere da fast die Orientierung. Und bin jetzt froh, dass wir mal kurz draußen stehen. Wobei Bo auch erzählt hat, ne, Chinesen fühlen sich dann wohler. Also Ja, die das brauchen ist auch- halt Lautstärke. Ich habe mal einen Chinesen kennengelernt in Deutschland und der meint, nee, in China, als ich in China gewohnt habe, und der meinte, ich war schon mal in Deutschland, es ist langweilig. Ich so, warum? Es war so leise bei euch. New York, hamburger from New York. Fette Area hier. Ja. Das ist eine fette Area hier. Wieso? Fette Area. Was ist hier los? Hier geht's fett ab. Ihr guckt dir diese Gebäude an, wie hoch die sind, wie fett das hier alles ist. Ja. Das ist alles ganz schön fett hier. Ja. Okay, was wolltest du mir jetzt zeigen? Wir haben gerade erfahren, das ist auch noch gar nicht lange fett hier. Das ist erst seit 2018. 18. Die ersten Pläne 2015. Ja. 2018 ist die Mall hier entstanden, wo wir gerade shoppen waren und essen waren. Und dann sind hier riesige Wolkenkratzer noch dazugekommen. Und wisst ihr, was hier vorher war? So ein kleines, niedliches Dorf. Und woher wissen wir das? Eine Sache haben sie stehen gelassen. Eine einzige Sache. Damit die Leute, die hier mal gewohnt haben, sich daran erinnern können und den Vorfahren sozusagen Ehre erweisen. Sagt man das so? Ja, kann man so sagen. Ja. Genau. Also hat man ein Haus, das da, das haben sie stehen gelassen. Und natürlich profitieren die ehemaligen Dorfbewohner jetzt von den Mieteinnahmen. Nee, was heißt natürlich? Also, das ist das Besondere, finde ich. Das Ne? ist das Besondere. Also die profitieren jetzt von den Mieteinnahmen von diesen Gebäuden, die da jetzt stehen. Genau, weil derjenige, der dieses ganze Projekt hier entwickelt hat, der hat halt gesagt, er baut hier diese ganzen Gebäude hier, alles drumherum. Ja. Um als Entschädigung für die Leute, die hier vorher gewohnt haben, die hier früher in diesen Häusern gewohnt haben, hat er gesagt, pass auf, der Teil, der nach da geht, das ist meiner. Der Teil, der nach da geht, das ist eurer. Und alles, was da an Einnahmen kommt, ja, das gehört euch. Und jetzt, liebe Bundesregierung, Kurz mal nachdenken, ne? Wie man ja, also Projekte entwickelt. So ein und- Windpark, ne? Den könnte man theoretisch wahrscheinlich auch, oder so eine Leitung oberirdisch, sofortige Zustimmung, könnte man wahrscheinlich auch relativ leicht. wenn die Bevölkerung beteiligt wird an den Gewinnen. Es ist doch einfach. Es ist Ja? einfach. So sieht's aus. Andere machen es auch schon. Ja, weiter geht's. Okay. An allen Ecken und Enden wird hier gebaut. Man kann sagen, dass Shenzhen hier eine einzige Baustelle ist, gefühlt. Ne? Also es entsteht hier wahnsinnig viel. Aber, was mich gerade echt geschockt hat, wir haben Bo, in Anführungszeichen Alex, gefragt, was er denn für seine Wohnung bezahlt. Und ihr kennt die Wohnung, wenn ihr das Video vorher gesehen habt. Wir mieten gerade 2 davon, Richtig, wir mieten gerade 2 davon. weil es günstiger ist als Hotel. Aber, boah, alter Schwede. Also, ich hätte das nicht gedacht, was das kostet. Und jetzt schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ja, aber er hat auch gesagt, das gleiche Problem wie bei uns. Die Kosten sind überall gestiegen, aber die Löhne sind nicht mitgestiegen. Und es ist völlig normal, dass ein Chinese hier die Hälfte seines Gehaltes für seine Wohnung ausgibt. Für die Miete. Ich kann hier ein Bubble Tea für 1,31 kaufen. Ich kann hier eine Suppe für 1,60 € oder sowas essen. Jetzt weißt du auch warum, weil teurer geht's auch nicht. Nee, aber wie wollen die Leute, die denn die Suppe oder die Bubble Teas verkaufen, davon leben? Tja. Das ist ja, das kriegst du ja gar nicht, wie soll denn das gehen? Also wie viel Bubble Teas willst du denn verkaufen? Dann hast du noch Miete. Es ist ja Wahnsinn, ist ja unfassbar. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen mal bei Google Maps gucken. Das ist das Gebäude, wo wir vorhin waren. Das sind die neuen Gebäude. Wir müssen mal bei Google Maps gucken. Ich glaube, wir könnten hier rum und dann kommen wir da schon irgendwie hin. Okay. Gefühlt. Ich guck mal. Aber so homey bin ich noch nicht. Oder ist es hier so, da so durch? Da so. Ich glaube, es ist da so. Okay. Ja, Wahnsinn.
Was halt total nervt, ne, sind diese Rollerfahrer, die hier immer sind, weil die meisten können auch gar nicht richtig Roller fahren. Das ist super, super nervig. Ja, ihr habt gesehen, was für Luschen hier mit diesen Motorrollern unterwegs sind. Das ist echt gefährlich, ne? Also, bloß auf. die können alle hier nicht fahren. Das ist furchtbar. Übrigens, da gibt es auch noch eine Geschichte hinter, ne? Weil wir haben mit Alex darüber gesprochen, wie nervig das ist hier mit diesen Rollern, die unterwegs sind. Und dass die halt immer auf dem Fußgängerweg auch fahren. Hallo! Aber ist halt so, das sind ja alles Elektroroller. Ja. Und der Staat hat gesagt, diese Elektroroller, die dürfen halt nicht auf der Straße fahren. Denn ja, die haben halt keine Straßenzulassung, ne? Die müssen auf dem Gehweg fahren. Müssen wir hier ausweichen. Und deswegen fahren die meisten jetzt hier auch so wild und quer und ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Weil der Staat China hier gesagt hat, ihr dürft nicht im Straßenverkehr teilnehmen oder nicht auf der Straße fahren. Das macht es für die Fußgänger jetzt auch nicht leichter, ne? Nee, das ist richtig furchtbar. Und dann hat er auch noch gesagt, ne, es gibt hier in China theoretisch auch eine Helmpflicht. Und die meisten tragen den aber bewusst nicht. Das ist so ein bisschen wie so ein kleiner stiller Protest. Weil man sich halt auch so ein bisschen drüber beschwert. Also es wird hier nicht drum gekümmert, ob das Essen eine gute Qualität hat. Es wird sich nicht so richtig drum gekümmert, dass Wohnraum da ist, dass eine gute ärztliche Versorgung da ist und so weiter und so fort. Und dann sagen die Chinesen, Moment mal hier, lieber Staat. Du sorgst dich nicht darum, dass ich gutes und gesundes Essen habe. Und, Wohnen ist extrem teuer. Wohnen ist extrem teuer. Und dann willst du mich auch noch zwingen, den Helm zu tragen. Also das passt alles irgendwie hinten und vorne nicht. Ja, aber deswegen, der Protest sieht hier natürlich anders aus als in anderen Ländern. Also hier muss man schon echt kreativ werden als Chinese, um nicht gleich... Genau, es ist ein stiller, helmloser Protest. Ein helmloser Protest, ja. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt unser letzter Abend in Shenzhen. Und ich habe gerade vorhin Marco erzählt, ich bin sehr, sehr froh, dass wir hierher gekommen sind, dass ich nochmal Kontakt aufgenommen habe zu meinem alten Freund aus Shanghai. Er hat uns unglaublich viel Insiderwissen jetzt erzählen können die letzten Tage, wie es jetzt hier so ist. Wir sind auch auf eigene Faust viel unterwegs gewesen. Ich fand es extrem cool, dass wir nicht in einem normalen Hotel waren, sondern in so einer Wohnanlage. Und wir fühlten uns hier wie ja, jemand, der hier normal wohnt, mit sehr viel Freizeit. Und das hat mir echt gut gefallen. Und hier noch ja, und auch diese Gerüchte. Ich weiß noch, dass also Gerüchte kursiert sind, wie dass man hier sich nicht frei bewegen darf. Das ist halt alles irgendwie, man ist halt unter ständiger Beobachtung als Tourist und so. Das ist überhaupt nicht so, ne? Oder wir haben es nicht mitbekommen. Ja, natürlich, du bist natürlich irgendwie gefühlt schon unter Beobachtung, weil hier halt an allen Ecken und Enden Kameras sind. Und Securities rumstehen und Wachpersonal überall ist und so. Aber die passen jetzt nicht auf uns auf, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Nee. Ah, guck mal, da sind da sind wir zu unauffällig für. Genau, wir machen uns jetzt fertig, packen die Tasche und dann geht's ab zum So, der Check-in ist erledigt. Und wir haben auch immer ein bisschen Schiss, wenn es darum geht, die Koffer abzugeben, weil jetzt fliegen wir mit einer kleineren Airline. Als wir nach Dubai sind mit Emirates, konnten wir 90 Kilo insgesamt. Aber sie waren sehr streng mit dem Handgepäck. Das durfte wirklich nur 7 Kilo wiegen. Und jetzt Southern Airlines hat sich nicht interessiert für unser Handgepäck. Also vielleicht kommt das noch, Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Nee, aber wir sollten jetzt alle maximal 23 Kilo haben im Koffer. Bei der nächsten Airline, glaube ich, wird es noch herausfordernder. Da müssen wir mal gucken. Okay, also ich muss 2 Kilo abspecken. Zumindest beim Koffer. Ja, bei mir sind sogar 3 Kilo. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und bei mir? Du hast noch Potenzial. Du hast einen kleinen Koffer. Du kannst noch wachsen. Yay! Also Handgepäck bei China Southern hat hier keinen interessiert. Und jetzt geht's weiter zum Security. Und vielleicht als Running Gag, ne? Also ich habe ja immer noch keine Reisetasche. Ich reise ja immer noch mit meiner alten Tasche, weil ich keine gefunden habe. Und dann kommen wir hier beim Flughafen rein und sehen dann hier erstmal
einen Mont Blanc Laden. Da gibt es natürlich Koffer. Das wäre ironisch. Also wer es nicht weiß, Mont Blanc kommt aus Hamburg, ist ein Hamburger Unternehmen. Jetzt könnte ich mir natürlich hier bei einem Hamburger Unternehmen meinen Koffer kaufen. Ne? Das wäre doch in China. Das Ding ist nur, dass Luxusartikel aus dem Ausland hier extra teuer sind. Da gibt es eine extra Luxussteuer. Ah, okay. Deswegen, ich glaube, das Shoppen hier wird ja... Ja, Mont Blanc ist jetzt auch nicht so meine Marke, muss ich sagen. Ich vermute ja, ne, dass du mit der gleichen Tasche irgendwann auch wieder zu Hause ankommst. Wir werden sehen. Es bleibt spannend, ihr wisst.